Hallo, in diesem Video heute geht es um die Änderung der Steuerklassen bei Trennung. Viele beachten das einfach nicht und ich habe aus aktuellem, unschönen Anlass dieses Video mal gedreht, um Ihnen die Augen zu öffnen, welche Rechte und Pflichten Sie bei Trennung haben. Also es wird ein relativ kurzes Video, aber es ist ein Praxisbeispiel und von daher sehr interessant. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Vor einigen Tagen bekam ich einen Anruf von einer Bekannten, die einen neuen Partner hat. Als sie mich anrief, war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Dieser neue Partner von ihr, der ist nämlich immer noch verheiratet und lebt getrennt von seiner Frau in einem anderen Bundesland. Jahrelang waren sie verheiratet, hatten 2 Kinder gemeinsam großgezogen und dann haben sie sich getrennt, aus welchen Gründen auch immer. Die Frau hat wie so oft üblich die Steuerklasse 5 und der Mann die Steuerklasse 3. Jahrelang hat die Frau sich um die Erledigung der Steuererklärung gekümmert, also hat sie für beide erledigt, bis zum Jahr 2016. Also die Trennung liegt schon längere Zeit zurück. Jetzt bekommt der getrennt lebende Ehemann eine Aufforderung vom Finanzamt und wird aufgefordert, für die Jahre 17, 18, 19 seine Steuererklärung abzugeben, weil die Frau für diese Jahre ihre eigene eingereicht hat. Ja, er hat sich im Internet ein bisschen umgesehen, ein bisschen recherchiert und mit Hilfe von Taxfix versucht mal so ungefähr auszurechnen, was ihn erwartet gegenüber dem Finanzamt. Er ist fast aus allen Wolken gefallen, als diese App ihm eine Nachzahlung von einigen tausend Euro pro Jahr anzeigte. Ja, dann bekam ich den Anruf von seiner jetzigen Freundin und ich sage, nee, also da hätten sie anders die Weichen stellen müssen. Und was sie alles beachten müssen, das zeige ich Ihnen nochmal in der nachfolgenden kleinen Präsentation, dass Sie das bildlich vor sich sehen. Also es ist ganz, ganz wichtig, wenn Sie sich trennen, machen Sie einen klaren Schnitt. Im Jahr der Trennung können Sie sich noch zusammen veranlagen lassen, aber ab 1.1. Des Jahres nach der Trennung ändern Sie die Steuerklassen in 1.1 oder wenn Kinder da sind in 1.2 und beachten Sie einige wichtige Punkte. Es kann richtig, richtig teuer werden, so wie in dem Beispiel hier aus der Praxis. Und hinzu kommen ja noch pro Jahr 6% Nachzahlungszinsen, also pro Monat 0,5 Euro Zinsen. Und das ist natürlich ganz schön heftig. Also mein Tipp an Sie, bleiben Sie immer bei der Wahrheit. Ich mache Ihnen jetzt nochmal so einen kleinen Leitfaden, also so eine kleine Präsentation. Da können Sie nochmal alles nachlesen. Bleiben Sie ehrlich, meine Bitte an Sie. Das sind Katja und Jürgen. Es begann alles so schön, sie waren verliebt, schmiedeten Zukunftspläne, hatten eine traumhafte Hochzeit und gründeten eine Familie. Ja, viele Jahre lief es hervorragend. Doch plötzlich merkte man, dass man eigentlich ganz andere Vorstellungen von einer harmonischen Familie hatte und sich den Alltag anders vorstellte. Man war sich einig, jeder wollte ein neues, anderes Leben. Oder einer der Partner verliebte sich überraschend in eine andere Person, wie dem auch sei. Es kommt zur Trennung. Der Mann zieht aus und die Kinder bleiben bei der Mutter. Bleiben Sie dem Finanzamt gegenüber immer ehrlich. Erklären Sie Ihr Getrennt-Leben per Formular gegenüber dem Finanzamt. Es gibt dafür einen Vordruck, Erklärung zum dauernden Getrennt-Leben. Der Vordruck hat auch eine Nummer, die habe ich, hier sehen Sie nochmal, hier unten die Nummer. Und außerdem habe ich unter diesem Video den Link zu dem Formular eingetragen. Ja, was ist wichtig bei einer Trennung? Also Trennung und Scheidung, da gibt es so viel Stolperfallen, die Sie vermeiden sollten und Sie können auch während der Trennung Steuervorteile nutzen. Also wichtig ist, dass Sie sich immer von einer Fachperson, von einem Experten beraten lassen. Vermeiden Sie Stolperfallen. Holen Sie sich Rechtstipps von einem Anwalt. Holen Sie sich Steuertipps von einem Steuerberater. Es gibt ja aber auch Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzleien, wo alles in einem zusammen erledigt wird. Auf jeden Fall holen Sie professionelle Hilfe. Und gerade wenn Wohneigentum vorhanden ist oder größere Werte und komplizierte Situationen,
machen Sie es nicht alleine, holen Sie sich Experten an Bord. Beantragen Sie Trennungsunterhalt, trennen Sie die Konten voneinander, widerrufen Sie die vorhandenen Vollmachten. Viele Ehepartner tragen sich ja gegenseitig als Bevollmächtigten in die Konten ein. Widerrufen Sie diese Vollmachten. Haben Sie eine Lebensversicherung abgeschlossen und den Partner eingetragen, dann ändern Sie das Bezugsrecht Ihrer Lebensversicherung. Durch Trennung oder Scheidung ändert sich dieses festgesetzte und gegenüber dem Versicherer erklärte Bezugsrecht nicht. Das müssen Sie von sich aus selber ändern. Ja, und dann ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass der Trennungsunterhalt rückwirkend nicht geltend gemacht werden kann. Viele sagen, ach naja, das kann ich ja immer noch beantragen. Nein, es gibt immer erst diesen Trennungsunterhalt ab dem Monat, in der er beantragt wurde. Die Unterhaltspflicht beginnt ja schon mit der Trennung für den Kindesunterhalt und gegebenenfalls natürlich auch für den Partner, der weniger Einkommen hat als derjenige, der ausgezogen ist. Also bleiben Sie immer ehrlich, stehen Sie zu dem, was Sie machen. Bleiben Sie ehrlich, denn ansonsten kann es sehr, sehr teuer für Sie werden. Ich hoffe, diese wenigen, kurz zusammengerafften Tipps helfen Ihnen weiter, falls Sie in solch einer Situation sich befinden sollten. Ich drücke Ihnen die Daumen, machen Sie es richtig und holen Sie sich Experten an Bord. So, das war jetzt mal ein kurzer Überblick. Und sollten Sie sich in der Situation befinden, dass Sie die Absicht haben, sich zu trennen oder sich gerade getrennt haben oder in naher Zukunft trennen möchten, hoffe ich, dass Ihnen dieses kleine Video weitergeholfen hat. Noch ein Tipp von mir, wenn da mehrere Sachen dranhängen, ja, vielleicht eine Immobilie oder teure Gegenstände oder Ehegattenunterhalt, konsultieren Sie einen Anwalt. Und zwar vorher, nicht wenn es erst zu spät ist. Lassen Sie sich von einem Anwalt beraten, am besten einen Anwalt für Steuerrecht. Der kann Ihnen dann auch genau sagen, wie Sie sich verhalten sollen. Wenn Sie jetzt beide ungefähr gleich verdienen und machen im Jahr der Trennung noch eine gemeinsame Steuererklärung, weil das günstiger ist, können Sie auch beim Finanzamt eine Aufteilung der Steuerlast beantragen. Denn bekommt jeder seinen Anteil exakt wieder. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Berechnung. Es ist aber möglich. Versuchen Sie es nicht alleine. Dafür gibt es Experten. Ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch, ein Abo klicken. Und wenn Sie andere Themen noch gerne als Video haben möchten, schreiben Sie es hier unten in die Kommentare. Und dann werde ich darauf eingehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Heute ist übrigens der 28. Juli und bis 31. Juli 2020 müssen alle die eine Pflichtveranlagung haben, ihre Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht haben. Also wichtiger Termin, nicht vergessen.